Im heutigen Video teste ich den Doppelstock Regionalexpress RE5. Ich fahre von Cuxhaven nach Hamburg. Ich fahre in der ersten Klasse und schaue mir dort natürlich alle Features an. Zum Zeitpunkt meiner Aufnahmen wurde der Zug von Start Unterelbe betrieben. Er soll aber demnächst zu DB Regio wechseln. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade in Cuxhaven und ich muss leider wieder nach Hause. Um nach Hause zu kommen, nehme ich den Regionalexpress RE5. Der steht schon hinter mir. Ich kann leider gerade nicht näher rangehen, weil es so stürmisch ist und ihr sollt mich ja gut verstehen. Im RE5 fahre ich gleich in der ersten Klasse. Ich möchte nämlich sehen, welche Baureihen bzw. welche Waggonreihen denn da jetzt zurzeit fahren, weil da hat sich nämlich einiges getan. Vorher war der Betreiber Metronom, momentan ist es noch Start und ab 1.8.2026 ist es DB Regio. Die haben nämlich Start aufgekauft. Ich bin echt gespannt, was mich erwartet. Jetzt schauen wir uns aber mal kurz die Lok von vorne an. Wir sehen jetzt schon gleich, dass es eine Baureihe 246 ist und es ist die Diesel-Variante, weil hier in Cuxhaven gibt es nämlich keine Oberleitungen. Da sehen wir nochmal unseren gesamten Zug und da ist RB33. Mit RB33 bin ich angereist. Da sind wir nämlich Wasserstoffzug gefahren. Ja, hier ist Cuxhaven und hier ist nicht so viel. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber dort sind noch die alten Signale, keine digitalen. Die klappen tatsächlich noch hoch. Nun sehen wir das Bahnhofsgebäude und rechts daneben ist der Busbahnhof. Da ich hier am Bahnhof noch nie war, gehe ich da einfach mal rein. Vielleicht finde ich was Schönes. Scheinbar kann man hier was kaufen. Zumindest soll es ein DB-Reisezentrum geben. Da bist du. Einen Plan gibt es auch. Getränke, Fahrkarten, Bücher, Gleis 4. Keine Züge auf der Anzeigetafel. DB Reisezentrum ist zu. Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. Okay, ich habe ein Fahrrad. Was gibt's hier? 604, Anzahl der Mitglieder der Bürgerbahnhofgenossenschaft. Da gehe ich doch einfach noch mal raus. Und so sieht es hier aus, wenn ihr beim Haupteingang des Bahnhofes in Cuxhaven seid. Ist jetzt nicht so viel los. Und wieder hinein. Cuxhaven ist übrigens wunderschön. Ich habe nämlich früher häufiger Urlaub in Dunen gemacht. War eine tolle Zeit. Aber da ist eine Anzeigetafel. Aber das sind nur die Ankünfte. Auf der rechten Seite sind die Abfahrten. Da steht da 15.09 RE5. Den nehme ich. Hier kann man auch noch draußen sitzen. Ist schon schön hier. Es ist gerade sehr windig. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Da hat schon jemand einen Zug geparkt. Die Farben kennt ihr ja. Das war früher Metronom. Ich bin echt gespannt, wie die Waggons aufgeteilt sind und ob sie den Sitzkomfort erhöht haben. Ich fahre ja in der ersten Klasse heute. Und hier sehen wir es nochmal, RE5 um 15.09 Uhr. Mal sehen, wann denn die Türen aufgehen. Die erste Klasse haben wir schon mal gefunden. Direkt hier vorne über dem Mehrzweckabteil. Ach, ist schon offen. Und hinein. Mehrzweckabteil. Wir müssen aber nach oben. Wir wollen ja den Komfort der ersten Klasse genießen. Erste Klasse. Und hier Sternchen, erste Klasse Bereich. Okay, es ist alles alt. Es sieht sogar sehr alt aus. Ach, nehmen wir gleich den Vierer hier. Bevor ich aber den Zug weiter erkunde, gibt es hier noch einen kleinen Überblick über meine heutige Route. Start ist in Cuxhaven an der wunderschönen Nordsee und dann geht es in knapp 1,5 Stunden in Richtung Osten in die Hansestadt Hamburg. Mein Halt ist in Hamburg-Harburg. Der Zug würde aber auch
zum Hamburg Hauptbahnhof fahren. Warum ist das denn hier geteilt? Ach, es gibt einen Reservierungsbereich. Ich habe komischerweise noch niemals gesehen, wie man in einem Regionalexpress einen Sitzplatz reservieren kann. Klärt mich doch mal auf, wie man das machen kann, wie man einen Sitzplatz im Regionalexpress reservieren kann. Wunderbar ist, dass wir hier in einer 2+1 Konfiguration sitzen in der ersten Klasse. Und die Sitze sehen auch wirklich bequem aus, auch wenn sie alt sind. Bloß weil sie alt sind, müssen sie ja nicht schlecht sein. Aber ich finde, die sind sehr, sehr gemütlich. Wunderbar. Mal gucken, ob man sich auch ein bisschen in eine Lounge-Position bringen kann. Nein, da ist leider kein Griff, aber das ist nicht schlimm. Ich sitze hier sehr gut. Der Sitzbreitetest wird Spaß machen. Tada! Ich habe super viel Platz und rage nicht zum Nachbarn rüber. Beinfreiheit ist auch gut. Ich bin 183 cm groß und man kommt nicht mit den Knien an den Nachbarn gegenüber. Und so sieht der Sitz nochmal im Detail aus. Erste Klasse. Aber dieser Sitz hat keine verstellbaren Lehnen. Da sind noch gleich ein paar wichtige Schilder. Rauchen verboten, Alkoholverbot, erste Klasse und WLAN. Okay, dann schaue ich später nach WLAN. Tja, der scheint wohl ein bisschen älter zu sein, wenn die Scheiben schon gelb werden an der Außenkante. Die Gepäckablagen bringen wohl nichts, weil sie einfach zu schmal sind. Hier ist noch ein schönes Display. Ich bin gespannt, welche Daten uns nachher gezeigt werden. Koffer kann man hier ablegen. Das sieht schon sehr ordentlich aus. Ja, hier sehen wir nochmal die Reservierungsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, ihr sollt mir ja bitte erklären, wie man denn hier reservieren kann. Wir haben uns den Vierer gesichert und hier sieht man gleich am Tisch die Aussparung für Getränke, damit die nicht wegrutschen. Sehr gut. Und es gibt 2 Steckdosen für 4 Plätze. Da es heute ein schöner sonniger Tag ist, dürfen Sonnenblenden nicht fehlen. Auf meiner Seite ist keine Sonne, aber auf der anderen Seite, da wir von einer Diesellok betrieben werden, ist natürlich der Strom aus. Seht ihr? Da passiert nichts. Erst wenn wir losfahren, wird es Strom geben. Heute fahren wir nur mit 4 Waggons. Der 5. fehlt. Gott sei Dank fehlt nicht der erste Klasse Waggon. Ich habe mir gerade mal die Toilette angeschaut. Es ist alles sehr vergilbt, aber dennoch, Toilette ist sauber, Wasser lief, Seife funktionierte. Top. Auch wenn es nicht mehr schön aussieht, funktional ist es. Es ist jetzt 5 Minuten vor der Abfahrtszeit und nun hört man ein leises Brummen. Anscheinend geht die Lüftung an und die Lok wird Strom liefern. Auf geht's. Genießen wir die Diesel-Power-Beschleunigung von unserer Baureihe 246 Lok. Dürfte ja jetzt schneller gehen, weil uns ja ein Waggon fehlt. Mach's gut, Cuxhaven. Es ist jedes Mal schön hier. Besonders bei so einem tollen Wetter wie heute. Da macht's richtig Spaß. Vielleicht sehen wir noch mal die alten Signale jetzt bei der Ausfahrt. Die klappen nämlich noch wirklich hoch. Da ist es. Da ist das Signal. Vom Nebengleis ist ja klar. Unsere Höchstgeschwindigkeit soll 160 km/h sein. Dafür sind nämlich diese Waggons zugelassen. Da habe ich unsere Strecke. Nein, wir werden keine 160 km/h sehen. Wir werden echt nur mit 120 km/h hier lang fahren. Also ist das eine Zugwanderung, weil wir halt so langsam sind. Oh, wir kommen hier links gerade tatsächlich am Siemens Gamesa Werk vorbei. Und hier werden Windräder gebaut. Erkennt man das? Da sind die riesigen Flügel. Da kommt gleich das große Gebäude Siemens Gamesa. Mensch, da haben wir nochmal Windradbauteile gesehen. Cool.
Hier sehen wir nochmal die Sitze vom Vierer. Hier ist tatsächlich ein Trenner für mehr Privatsphäre. Wir haben ja vorhin das WLAN-Zeichen gesehen. Ich schaue mal nach, ob ich WLAN bekomme. Da, WLAN at Start. Start, Land, Meer. Akzeptieren und verbinden. Das mache ich doch sofort. Ich bin online. Da, ich bin tatsächlich online. Zeit für einen Speedtest. Wir sind nämlich gerade mitten im Nichts. Es ist einfach alles grün und keine Orte in der Nähe. Da sollten wir ja bestes Internet haben. Und los geht's. Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. 10. Wow, 14 Mbits und der Upload ist ja stark. WLAN ist top. Hier könnt ihr meine Videos streamen, während ihr Zug fahrt. Falls ihr Lust habt, mich und meinen kleinen Kanal zu unterstützen, werdet doch Business Class Mitglieder. Dann bekommt ihr dieses Video schon circa 2 bis 3 Wochen, nachdem ich es aufgenommen habe, und könnt halt auch alle anderen Videos sehen, die noch nicht öffentlich sind. Falls ihr Business Class Mitglied werdet, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wir verlassen nun Kadenberge mit C vorne. Und es ist eine wunderbar angenehme Fahrt. Der Zug ist so leise, das kann man einfach nur genießen. Und da wir ja oben sitzen, hier im Doppelstockwagen, kann man auch noch schön weit gucken. Toll, macht richtig Spaß. Natürlich ist es hier jetzt auch besonders leise, weil wir am hintersten Ende des Zuges sitzen und der Steuerwagen hinten ist, weil der Zug von der Lok gezogen wird. Ja, jetzt seht ihr nochmal hier Ostfriesland. Es ist einfach nur grün und platt. Und wir nehmen gerade eine aggressive Bremsung vor. Ach, es scheint so, als wenn wir schon in den nächsten Bahnhof einfahren. Ja, da ist schon der nächste Bahnhof. Er heißt Wingst. Hat wohl ein bisschen spät gebremst, der Lokführer. In Wingst scheint nicht ganz so viel los zu sein. Wir sehen nichts weiter als einen Parkplatz. Hier sehen wir noch ein Bahnhofsgebäude von Wingst. Sieht aber eher danach aus, als wenn es ein privater Haushalt ist, weil da stand Therapiezentrum drauf. Aber hier ist wirklich gar nichts. Auf der anderen Seite ist auch nichts. Ja, hier kann man sich wohl gut erholen. Ich hatte mich ja über die schöne Anzeigetafel gefreut. Sie ist keine Anzeigetafel mehr, sie ist nur noch ein Display. Sie ist dunkel, wie schade. Ab August 2026 werden diese Züge hier, die von Start gerade noch betrieben werden, dann von DB Regio betrieben. Und es könnte dann sein, dass die Züge von außen dann nicht mehr gelb sind, sondern dass sie in DB Regio rot sind. Da bin ich gespannt, wie schnell das denn umgesetzt wird. Tatsächlich sollen sogar alle Mitarbeiter von Start unter Elbe in DB Regio integriert werden, sodass keiner arbeitslos wird. Das wäre toll. Ich bin gerade beim Steuerwagen ganz hinten und anscheinend kann ich ein bisschen rausfilmen. Na, kriege ich das hin? Nein. Ich krieg's leider nicht. Doch, ich krieg's hin. Das ist der Ausblick aus dem Steuerwagen hinten. Sehr schön. Weil wir werden ja gerade von der Lok gezogen. Ich würde euch ja gerne nochmal die zweite Klasse zeigen, aber die ist jetzt schon so voll, dass ich da einfach nicht filmen kann. Sehr schade. Wir sind mittlerweile seit über einer Stunde unterwegs und es kam kein Kontrolleur. Das finde ich nicht gut, weil ich bin dafür, dass man kontrolliert wird, weil ich zahle ja gerne ein bisschen mehr für meine erste Klasse. Wir erreichen mittlerweile Stade. Womöglich kennt ihr Stade. Stade hat nämlich ein historisches Stadtzentrum. Und hier, ab Stade, gibt es wieder Oberleitungen, weil von Stade aus fährt nämlich auch die S-Bahn S5 nach Hamburg. Aber wir bleiben weiterhin in unserem dieselbetriebenen Zug.
Und weiter geht's. Ausfahrt aus Stade. Schauen wir uns ein wunderschönes Parkhaus an. Oh, da ist Werbung. Seht ihr das? Eine Ferkeltaxe. Das ist ein toller Zug. Ja, das Ding heißt wirklich so. Ach, hier gibt es gerade nichts Schönes zu sehen. Hier steht nur eine einsame Lok. Wir begrüßen dann noch normale zugestiegene Fahrgäste hier recht herzlichst im Regionalexpress 5 der Stadt Unterelbe auf unserer Fahrt zum Hamburger Hauptbahnhof und wünschen auch Ihnen dann eine angenehme Fahrt. Nächster planmäßiger Halt ist dann Horneburg. Jetzt habt ihr auch mal eine Ansage vom Lokführer gehört, weil die Ansagen gibt es hier nicht in Automatik. Hier ist ja halt auch nicht viel Technik an Bord. Außer WLAN gibt es keine Informationen, weil alle Displays um mich herum funktionieren ja nicht. Jetzt fahren wir tatsächlich neben der Hauptstraße lang hier. Das ist ja lustig. Tja, da überholt uns gerade ein Auto. Und die haben aber rot. Jetzt haben wir noch mal ein paar Eindrücke von Hamburg gesammelt. Sehr geehrte Fahrgäste, nächster Halt ist dann Hamburg-Harburg. Wir verabschieden uns dann hier von allen Aus- oder umsteigenden Fahrgästen und wünschen Ihnen dann noch einen schönen Tag. Beim Aussteigen denken Sie mir dann bitte auch noch an die Hand- und Reisegepäck, damit hier im Zug liegen bleibt oder verloren geht. Das Team der Start sagt dann Tschüss und auf Wiedersehen. In Hamburg-Harburg gibt es jetzt noch einen Richtungswechsel und dann fährt der RE5 weiter bis nach Hamburg Hauptbahnhof. Oh gut, Videoüberwachung nicht in Betrieb. Und hinaus. Ach, schauen wir uns nochmal die Front an. Den Steuerwagen. Der ist so schön. Da ist er. Der fährt ja gleich an uns vorbei. Das war eine sehr angenehme, ruhige und tatsächlich langsame Fahrt. Ich habe die Fahrt sehr genossen. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.